Na gut, also fangen wir mal an. Ihr wisst ja, ne? Geschichten bewahren die Vergangenheit, deuten die Gegenwart und sagen die Zukunft voraus. Darum bleibt am Lagerfeuer auch immer ein Platz frei für die Leute, die erzählen können. Heute erzähle ich euch die Geschichte von Fetzi, der fröhlichen Landmine. Eine kleine Eigenkreation in Anlehnung an einen Spieler namens Fetzi, die fröhliche Landmine, den ich mal hier auf dem Vanilla kennengelernt habe. Ja, und man erzählt sich, dass an einem alten Militärstützpunkt, dort wo Betonplatten die rissig sind und wo Tarnnetze im Wind hingen, eine Landmine lag. Und es war nicht irgendeine Landmine, denn das war Fetzi. Und Fetzi war eine fröhliche Landmine. Nicht, weil sie gerne explodierte, so wie unser Jannik gerade hier, der mit dem Kopf hin und her wackelt. Das irritiert mich ziemlich, weißt du das? Magst du vielleicht die Geschichte erzählen? Ja, dann hörst du mal ruhig zu, bitte. Also, Fetzi war auf jeden Fall fröhlich, aber nicht, weil sie gern explodierte. Nee, im Gegenteil. Fetzi war fröhlich, weil sie geglaubt hat, hey, ich habe einen Sinn im Leben. Und ich bin wichtig, sagte Fetzi zu dem Stein neben sich. Ich bin so wichtig, man legt mich hier nicht ohne Grund hin. Ich halte nämlich die Leute fern und ich schütze und ich bin Teil von einem großen Plan. Und die Steine, die sagten natürlich nichts. Steine tun das eher selten. Und Tag für Tag lag Fetzi da und wartete. Nicht auf jemanden, der kommt, sondern auf den Moment, an dem sie gebraucht wurde. Und das Gras wuchs, der Regen kam, die Zeit verging und manchmal schlurfte ein Zombie vorbei, manchmal ein erschöpfter Überlebender, der kurz innehielt, die Mine sah, leise fluchte und einen Schritt zur Seite machte und weiterging. Und Fetzi, ja, die blieb zurück. Beim ersten Mal zuckte sie nur ein bisschen mit sich selbst. Beim zweiten Mal wartete sie länger und beim dritten Mal begann sie zu zweifeln. Und eines Tages hörte Fetzi andere Stimmen. Lachen, Schritte und Unachtsamkeit. Jetzt, dachte Fetzi, jetzt erfülle ich meinen Zweck. Aber niemand trat auf sie. Und zum ersten Mal seit langer Zeit war Fetzi nicht mehr fröhlich. Sie war enttäuscht. Sie hörte die Stimmen von weiter weg. Verdammt, schon wieder so ein Drecksding, ich wäre fast reingetreten. Total unnötig, das Zeug hier. Wer legt denn die immer? Das tat Fetzi weh. Nicht sehr, aber genug. Wenn ich nicht hochgehe, dachte sie, bin ich dann eine schlechte Landmine? Wenn mich niemand sieht, bin ich dann überhaupt wichtig? Und der Wind wehte, das Gras raschelte und ein rostiger alter Nagel neben ihr sagte leise, vielleicht bist du nicht wichtig, weil du explodierst. Vielleicht bist du wichtig, weil du es nicht musst. Fetzi dachte lange darüber nach. Sehr lange. Und am nächsten Morgen kam niemand mehr und am übernächsten auch nicht. Und irgendwann verstand Fetzi, ihr Wert lag nicht in dem Schaden, den sie anrichten konnte, sondern in dem Leben, das unbewusst an ihr vorbeiging. In den Schritten, die einen Bogen machten und in den Wegen, die ihretwegen nicht genommen wurden. Stimmt, sagte Fetzi schließlich. Manche Dinge beweisen ihre Macht gerade dadurch, dass sie still bleiben. Und so lag Fetzi weiter im Gras vor dem Militärgebiet, gut gelaunt, aber geduldig und nicht weniger gefährlich. Aber vielleicht ein kleines bisschen weiser. Denn nicht alles, was zerstören kann, muss es beweisen. Und manchmal erfüllt man seinen Zweck nicht durch das, was man tut, sondern durch das, was man lässt. Und wenn du heute mal nach Tizzy oder zum Nordwest Airfield gehst und vielleicht Fetzi begegnest oder einem seiner zahlreichen Geschwisterchen, dann ist es besser, einfach vorbeizugehen und still dafür zu danken, dass du nicht die Person warst, wegen der Fetzi explodieren musste. Die war schön. Die war sehr, sehr schön sogar. Danke. Jannik, eingeschlafen? Nee. Und zu guter Letzt, Nico ist immer noch wach. Ja gut, aber diesmal hat er ja auch nicht die Männergrippe, ne? Nee, das stimmt. Zum Glück.